Ja, herzlich willkommen beim edius.de Webinar. Ja, wer sind die Referenten? Das ist einmal bin ich das selber, Michael Lehmann-Horn, Geschäftsführer von Magic Multimedia. Magic Multimedia ist der Distributor für Grass Valley Edius, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern tatsächlich mittlerweile weltweit, mit Ausnahme von China und Japan. Das ist sehr schön. Dadurch passiert es allerdings in letzter Zeit häufiger, dass gewisse Inhalte nur auf Englisch produziert werden und mit deutschem Untertitel. Man möge es mir nachsehen, das ist oft eine Zeitfrage. Aber der Vorteil ist natürlich, dass wir sehr nah dran sind an der Entwicklung und haben eine sehr intensive Zusammenarbeit. Und ja, diese Zusammenarbeit ist auch sehr fruchtbar und einiges davon werden wir heute in diesem Webinar auch vorstellen können. Dann habe ich mit dabei Michael Schleider. Viele von Ihnen kennen ihn. Er ist ja schon in gewisser Weise legendär durch sein umfangreiches Edius-Wissen. Er leitet ja hier bei Magic Multimedia den Support, aber er ist auch derjenige, der bei uns die Expertentrainings macht, also Train-the-Trainer-Trainings. Und er ist der Schöpfer vom BAT-Server, wo wir heute auch einiges hören werden. Anschließend werden wir Robert Lischka hören. Robert Lischka ist Edius-Trainer, Edius-begeisterter Anwender seit vielen, vielen Jahren, der eine große, ja auch Fangemeinde hat, die eben seine Tutorials ganz super finden. Dazu gehöre ich auch. Und heute wird er einerseits diese Tutorials vorstellen und andererseits aber auch gleich eins geben, ein Live-Tutorial sozusagen. Und dann kommen wir zu Thomas Wagner. Thomas ist unser bester Fachhändler in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sehr aktiv mit einem unglaublichen Know-how. Und er kommt eben auch vom Filmemachen. Ich offen gesprochen ja auch. Ich bin ja studierter Dramaturg. Auch wenn man sich eben jetzt doch mit der Zeit mehr mit der Technik befasst hat, aber eben das Erzählen, das Filmemachen, ich glaube, da haben wir beide den gleichen Zugang. Und das kommt, glaube ich, allen Anwendern, allen Kunden auch immer sehr zugute, wenn man eben nicht nur technisch versiert ist, sondern eben auch weiß, wie erzählt man eine Geschichte, worauf kommt es an und was ist vielleicht weniger wichtig. Er wird ein Praxis-Tipps und Tricks ja, Tutorial machen, einen Vortrag zum Thema Hochkantbearbeitung. Also gerade für Social Media oder eben auch fürs Handy ist es ja doch so, dass das 16:9 sich gerne mal umdreht und dann zu einem 9:16 wird. Und wie kann man da sinnvoll mit Edius arbeiten? Edius 11 hat ja grundsätzlich einige sinnvolle Erweiterungen bekommen, um besser für Social Media gerüstet zu sein. Es gibt jetzt standardmäßig Vorgaben, Voreinstellungen für 9:16. Aber dennoch ist es für den einen oder anderen noch ein etwas ungewohntes Format und da ist es ganz gut, ein paar Tipps und Tricks zu haben. Jetzt von den Referenten zu den Themen. Man sieht, bei mir sind jetzt relativ viele Punkte. Ich werde also einmal das tun, was ich jetzt gerade schon getan habe, nämlich Sie begrüßen und dann die Referenten entsprechend hier vorstellen. Dann gibt es ein kurzes Update zum Setup Manager, anschließend den Bericht von der IBC, von der Messe in Amsterdam, dann einen Überblick über die Neuerungen in Edius 11.40, aber auch schon einen Ausblick, was dann noch danach kommt. Und dann widmen wir uns noch der Add-ons. Hier ist jetzt einmal Mercalli und Wisdom Capit genannt. Vorher gehe ich aber noch auf den BAT-Server ein und zeige einige Beispiele. Ja, Sie sehen, mit im Bild ist auch Merlin Reiter, auch vielen von Ihnen bekannt aus dem technischen Support. Merlin Reiter ist der Programmierer auch von dem Setup Manager. Und ja, zu dem komme ich jetzt im Prinzip gleich. Der Setup Manager kriegt nämlich auch ein Update und zwar voraussichtlich morgen. Wir machen noch die letzten Schlusstests. Es ist so, dass wir jetzt in Kürze 11.40 erwarten und bevor 11.40 ausgerollt wird, ist es wichtig für uns, den Setup Manager auch zu aktualisieren. Da hat sich im Bereich Download sehr viel getan. Bevor ich in die Details einsteige, vielleicht ganz generell, warum der Setup Manager und warum ist der von Magic Multimedia und warum macht Grass Valley das nicht selber? Ja, also Grass Valley hat natürlich einen Setup Manager, nämlich den Edius 11 Setup Manager, der Edius 11 und Mink installiert. Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile Edius ja mit einer ganzen Batterie an
Standardprogrammen kommt, die auch wirklich allesamt ausgezeichnet sind und unbedingt installiert werden sollten. Wenn man diese Programme allerdings einzeln installieren muss, dann ist es mit relativ viel Aufwand verbunden. Zudem hat der Setup Manager die Möglichkeit zu prüfen, ist denn auf dem PC alles in Ordnung? Kann ich da jetzt überhaupt EDIOS installieren oder gibt es irgendwo Schwierigkeiten? Und der Setup Manager kümmert sich zum Beispiel auch um die ja, Auslieferung der Wiss-Title-Seriennummer. Denn bei der ersten Installation, wenn man Wiss-Title installiert hat, kommt dann eben der Aufruf, jetzt bitte auf diese Webseite zu gehen. Und sollten einige von Ihnen das seinerzeit weggeklickt haben, vielleicht einfach nochmal die Erinnerung, wenn Sie Wiss-Title nutzen wollen und Sie haben EDIOS 11 gekauft, da ist eine Wiss-Title-Lizenz dabei. Zwar nur für den Wiss-Title 3 Express, wenn man ehrlich ist, kann der aber schon verdammt viel. Also ich würde sagen, der erfüllt eigentlich von den meisten Anforderungen her etwa 80-90%. Die Vollversion kann dann noch mehr und dann kann man noch Plugins erweitern, aber die Express-Version ist schon verdammt gut. Und wenn man diese Version nutzen will, dann muss man eben diese kostenlose Seriennummer, die man zu EDIOS 11 dazu bekommt, anfordern. Und wie macht man das? Man geht auf die Webseite edios.de/free-Wiss-Title. Ja, das, falls einer diese Info noch haben will, dann können wir sie vielleicht auch gleich noch in den Chat schreiben oder unter Fragen und Antworten. Wie gesagt, das ist aber auch etwas, worum sich der Setup Manager kümmert. Der Setup Manager aktualisiert eben aber auch Plugins. Man sieht hier zum Beispiel, dass auch Voxformer aufgeführt wird. Das ist ein Programm, was man ja zusätzlich erwerben kann. Es ist aufgeführt Blackmagic Desktop-Treiber. Auch der kann entsprechend installiert werden durch den Setup Manager. Und über diese, ich würde mal sagen, von Standardprogramme hinaus gibt es eben jetzt auch den BAT-Server, der installiert werden kann. Und Sie sehen, hier ist sogar die Scene Detection, also die Szenenerkennung schon mit aufgeführt. Also der Setup Manager spielt für uns eine große Rolle, um einfach mit relativ wenig Aufwand dafür zu sorgen, dass die Schnittsysteme der Kunden aktuell sind. Und dass, wenn eben Probleme behoben wurden, wir kriegen ja Rückmeldungen von Ihnen durch den Support und manchmal sind auch einfach handfeste Fehler in den Programmen, die können ausgetauscht werden. Sie sehen zum Beispiel hier auf der Maschine, wo ich diesen Screenshot gemacht habe, da war Wiss-Title 3.5.5 noch nicht aktiv. Die Version ist aber sehr wichtig, weil die vorherige Version, die 3.5.4, einige Probleme mit bestimmten Grafikkarten hatte. Da ging es um die GPU-Beschleunigung. Und ja, dieses Update ist also sehr sinnvoll durchzuführen. Und natürlich erfolgt aber auch das Update von EDIOS. Sie sehen, hier steht schon eine 11.40. Ja, bald bei Ihnen auch. Also ich komme zu den Verbesserungen im Setup Manager. Es gibt also jetzt einen schnelleren und stabileren Download. Die Technik dazu haben wir verfeinern müssen, vor allem, weil wir ja, wie gesagt, für die ganze Welt zuständig sind mittlerweile bei der Auslieferung. Und es gibt also Regionen, wo, gerade wenn man Wiss-Title runterlädt mit ja, fast 2 Gigabyte, dass das etwas dauern kann und vielleicht auch abbricht. Und dieses System hier ist jetzt eben so, dass Chunks runtergeladen, also Bruchstücke runtergeladen werden, kontrolliert werden und dann wird sozusagen dieser Download zusammengesetzt. Und das ist sogar schon parallelisierend möglich. Gleichzeitig sind Gigabit-Anschlüsse immer häufiger und auch dafür gibt es eine entsprechende Optimierung. Das heißt, dass eben entsprechend schneller hier auch heruntergeladen werden kann, wenn so viel Bandbreite da ist. Dann haben wir eine neue Funktion eingebaut, die ist jetzt noch ein bisschen versteckt, aber wird vom Support erstmal vor allem genutzt, dass, wenn auf einem System Probleme bestehen, kann man jetzt per Rechtsklick auf den Setup Manager Fehlerberichte erstellen. Und zwar nicht nur von EDIOS, sondern auch vom BAT-Server und vom Setup Manager selbst. Das hilft uns einfach, wenn wir ein System haben, wo sich irgendwas verbogen hat, um festzustellen, was ist denn da jetzt genau los. Und das lässt sich dann in der Regel recht gut lösen. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt, und der ist jetzt gar nicht so sichtbar, ist, dass wir den Setup Manager vorbereitet haben, dass er eben mehr Installationen ermöglicht. Er war ja ursprünglich gebaut nur für diese paar Bonusprogramme, die dabei sind. Aber gerade heute, wenn wir sehen, dass es doch eine Reihe von Programmen gibt, die EDIOS 11 in Zukunft als ja, kostenlose Beigaben auch dazu bekommt. Und um die eben installieren zu können, muss der Setup Manager ja, diese Optionen anbieten können. Und dafür ist er eben jetzt vorbereitet. Auslieferung, sagt voraussichtlich morgen.
Da wird der Setup Manager sich also melden und sagen, ich habe ein Update, aber das Update ist erstmal für ihn selber. Und dann, ja, dann geht es weiter mit Edius. Und die große Edius-Neuerung, die war ja jetzt auf der IBC. Ich werde jetzt einfach mal von der IBC etwas berichten. Hier sieht man den Stand. Man sieht auch unten die Mannschaft von Grass Valley. Ich bin da auch. Ich bin hier dieses kleine Gesicht da hinten. Also ist doch eine ganz schöne Truppenstärke, mit der Grass Valley hier am Stand ist. Es ist auch so, dass quasi, also gefühlt die gesamte Halle 9 für Grass Valley reserviert ist. Man hat da wirklich eine sensationelle Position. Quasi alle Leute müssen an diesem Stand auch vorbei, um zu den anderen Hallen zu kommen. Und Edius war auch dieses Mal wieder sehr gut vertreten. Und zwar hatten wir einerseits einen reinen Edius-Anwender-Arbeitsplatz, den man hier rechts auch sieht. Wir hatten den T3, das ist ja ein Player Recorder, der auch vom Edius-Team entwickelt wird, der im Übrigen eine unglaubliche Nachfrage hatte auf dieser Messe, weil es Geräte dieser Art nicht mehr so häufig gibt, die einfach mehrere Kanäle aufzeichnen und wiedergeben können. Und da scheint also unverändert ein großer Bedarf zu sein. Dieses Gerät ist eben jetzt auch für 4K ausgelegt und kann so ziemlich jedes Format wiedergeben und auch verschiedene aufzeichnen. Und dann haben wir aber noch einen anderen Bereich gehabt, nämlich für die Integration von Edius mit AMP. Jetzt AMP ist so ein bisschen ein komischer Begriff. Das steht für Agile Media Processing Platform. Klingt wahnsinnig toll, bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Betriebssystem, ein iOS, ein Android für die Produktion von Medien. Es ist so, dass Grass Valley sich ja wirklich verdient gemacht hat mit großen Produktionen. Wenn man den Super Bowl, die Olympischen Spiele oder die WM schaut, dann laufen hier die Livestreams über Grass Valley Technik. Das heißt Live-Mischer, die Medienverwaltung, die Kameras, das Grading, alles, was live passiert. Und deshalb es steht auch unter dem kleinen Logo hier links, Sie sehen es, We Love Live. Das ist beim Edius-Logo, fehlt es, weil Edius nicht so ein typisches Live-Programm ist, sondern eben mehr für die Post. Aber nun ja, Broadcast ist ja nun mal Live-Ausstrahlungen und auch wenn jetzt Fernsehsender zum Teil immer größere Probleme haben, eben ihre Marktanteile zu sichern, ist es doch so, dass Live-Events eben auch dann über Streaming-Plattformen übertragen unverändert eine sehr große Bedeutung haben und auch große Zuschauerzahlen und ein sehr großes weltweites Interesse. Und es gibt eben nur wenige Firmen auf der Welt, die wirklich hierfür Strukturen bieten können. Und Grass Valley, kann man sagen, ist hier Marktführer, nicht nur von der Grundtechnologie, dass sie sehr viele Bereiche abdecken, nämlich quasi alles, sondern dass sie eben in den letzten Jahren diese AMP-Plattform aufgebaut haben. AMP ermöglicht es nämlich, nicht alles anschaffen zu müssen, sondern im Prinzip ein komplettes Fernsehstudio in der Wolke zu haben oder die Wolke kann auch bei einem sein. Man kann also einfach auf wenigen Servern, viel weniger als es früher der Fall war, komplette Sendeabläufe bauen. Und das ist natürlich auch interessant, gerade wenn so Events sind, weil dann kurz Systeme hochgefahren werden, dann wird die Show gemacht und dann wird es wieder runtergefahren. Das ist also von der Kostenstruktur für viele sehr interessant. Ja, wo hat Edius da seinen Platz? Edius kommt da zum Tragen, wenn es um die komplexere Nachbearbeitung dann geht von diesen Produktionen. Denn Edius integriert sich direkt in die Workflows. Das heißt, wenn ich Produktionen habe, Sachen, gerade im News-Bereich, die eben schon vorproduziert wurden, vielleicht auf dem Laptop irgendwo unterwegs, dann ist das schon grob zusammengestellt und dann kann das aber direkt im Sender in voller Auflösung in Edius eben weiter bearbeitet werden und dann in das System, das Playout ausgegeben werden. Und historisch ist Edius schon immer bei Grass Valley integriert gewesen. Früher hieß das System Stratus. Die Stratus-Anwender, die steigen jetzt so nach und nach auf AMP um. Und AMP kann eben Hybrid sein, also beides, oder nur Cloud oder nur On-Premise, also nur vor Ort. Und dieses ganze Thema ist tatsächlich auf der Messe, auf der IBC beherrschend gewesen, dass man bestimmte Abläufe eben komplett ja, in einem System hat und nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln muss. Und die Plattform AMP ist auch offen. Das heißt, es gibt bereits über 100 Partner, die dort integriert sind, wo also bestimmte Tools und Anwendungen dann einfach dazu gebucht werden können. Also zum Beispiel gibt es so Funktionen wie
dass der Blick, wenn also einer vom Teleprompter immer abliest, dann wird der Blick automatisch in die Kamera korrigiert oder die Lip-Synchronität wird wiederhergestellt oder es werden eben Live-Kommentatoren über so ein Netzwerk zugeschaltet. Also das sind alles Plugins, die es für diese Plattform gibt. Deshalb ist der Vergleich mit iOS und Android gar nicht so schlecht. Ja, wir hatten auf der Veranstaltung auch eine sehr schöne Sache. Wir haben nämlich einen Preis bekommen. Direkt zum Start der IBC von Grass Valley selber haben wir einen Award überreicht bekommen für ja, das Wachstum und vor allem den Einsatz für Edius. Das hat uns sehr gefreut. Das war für mich auch eine totale Überraschung, muss ich sagen. Und man hat uns eben gedankt für das Gesamtpaket, was wir abliefern für Grass Valley, also den technischen Support, die Entwicklung von Tools, den weltweiten Vertrieb. Und wir haben noch so eine kleine Besonderheit, die momentan ein bisschen Wellen geschlagen hat. Wir haben nämlich, weil Indien tatsächlich eins der größten Länder ist mit ja, Nutzung von Edius, vor allem im Hochzeitsvideofilm. Und dort gibt es sehr viele junge Menschen, die heiraten, geben sehr viel Geld für ihre Hochzeit aus und die wollen alle einen perfekten Film von ihrer Hochzeit, für die sie so viel Geld ausgegeben haben. Das ist ein riesiger Markt. In diesem Markt ist Edius Marktführer. Und in den vergangenen Jahren haben es einige dieser Wedding-Videografer nicht so ernst genommen, was das Kaufen der Lizenz angeht. Wir haben vor dem höchsten Gericht in Indien, dem New Delhi High Court, haben wir einen Court Order bekommen, also ein Urteil, das besagt, dass die Internet Service Provider die Anwendungsdaten herausgeben müssen. Es ist nämlich so, dass Edius, also die Edius-Server werden von diesen Crack-Versionen noch antelefoniert und sagen, hallo, ich bin so und so, darf ich laufen? Und der Server antwortet, nein, du bist ein Crack. Aber der Crack, irgendwie umgehen sie das, leiten das um, was auch immer. Nur die ganzen Fußspuren landen da. Und jetzt ist es eben so, dass wir tatsächlich über diese Rechtsanwaltskanzlei Tausende von Crack-Usern in Indien mit einem Einschreiben anschreiben und sie freundlich auffordern, sie mögen doch eine Version kaufen, was aktuell sehr viele auch tun. Und ja, ich sage jetzt mal, dieser Prozess hat ein bisschen gedauert. Wir sind auch, glaube ich, die erste Firma der Welt, die sowas in Indien macht, Endkunden gegenüber. Wir haben ja eine Rechtsabteilung, eine eigene, die hat da sehr intensiv damit gearbeitet und war eben erfolgreich. Und das kam hier noch so ein bisschen mit zum Tragen. So, von der Messe selber durfte ich selber berichten. Ich habe ja dort auch die Präsentationen gemacht, habe also mich mit Kunden ausgetauscht, ganz unterschiedlichen Kunden, vom Privatanwender bis zu großen Fernsehstationen, auch zum Beispiel die EU-Kommission, das EU-Parlament war da, das sind nämlich alles Edius-Anwender, die hier auch mit dieser vernetzten Plattform arbeiten und sehr interessiert waren. Eben sehr viele unterschiedliche Länder, in denen Edius eingesetzt wird, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber sehr interessante Gespräche. Das waren fast zu viel. Das führte dazu, dass mein Messebericht dann spät abends produziert wurde, vor einem leeren Stand. Immerhin war es einigermaßen ruhig. Dieses Video können Sie sich anschauen. Es gibt hier einen Link, der heißt ediuslink/IBC25. Dann sieht man das Video, es wurde schon sehr fleißig angeguckt. Und darin sind im Prinzip die wesentlichen Neuerungen auch drin. Ich versuche jetzt diese Neuerungen ein bisschen detaillierter noch zu schildern. Schau mal zwischendurch auf die Uhr. Die Gefahr, dass ich mich verquatsche, ist immer groß. Edius 11.40, also das, was jetzt drunter steht, wird Sie freuen, denn die Veröffentlichung ist geplant für den Dienstag. Ist noch nicht bestätigt. Insofern freuen Sie sich noch nicht zu früh. Normalerweise kriege ich morgen die Info, ob es klappt. Dann sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ich hatte jetzt heute noch kleine Übersetzungshinweise abgegeben, die werden noch eingearbeitet. Aber 11.4 kommt voraussichtlich am 30. September. Sollte es nicht der 30. September werden, dann ist es ein paar Tage danach. Aber das ist eine tolle Version und der Sprung ist groß. Viele werden sich jetzt wundern, naja, 11.22 ist doch meine aktuelle Version. Wie kommt man denn jetzt auf 11.40? Ja, das ist eine längere Geschichte. Es ist so, wir haben ja sehr viel Feedback eingesammelt und grundsätzlich waren viele Kunden von der Edius 11-Version absolut begeistert, was Funktionen anging. Was allerdings viele kritisiert haben, die große Projekte haben, ist, dass Edius 11 langsamer ist als ältere Edius-Versionen, weil die Medienverwaltung eben, ja, eigentlich schlauer ist.
Edios 11 arbeitet nämlich mit einer großen Datenbank. Und diese Datenbank erlaubt wahnsinnig coole Sachen, nämlich dass man eben andockt und alle möglichen KI-Funktionen auch mit dazu bringt und dass man in einem Team miteinander arbeiten kann. Aber wenn einer 10.000 Clips in sein Projekt reinholt und der ständig mit der Datenbank alles synchronisieren muss, dann verlangsamt das. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir müssen das umbauen. Und deshalb gab es eine Version 11.30, die das umgebaut hat. Diese Version 11.30 hatte die Datenbank allerdings erstmal ziemlich zur Seite gestellt und dass man gesagt hat, naja, die Version kann man eigentlich so nicht veröffentlichen. Sie war auch eigentlich vor allem als Zwischentechnologie intern auch geplant. Und deshalb gibt es die Version 30 nicht, sondern gibt es die Version 11.40, wo eben diese Datenbankfunktionalität dann wieder angebaut wurde. Und ja, man sieht die Ergebnisse, ich habe es hier zusammengeschrieben. Die schnelle Projektladezeit, das ist einmal wirklich ganz toll. Wenn man bisher Projekte lädt, dauert es ja immer ein bisschen. Und das Laden selbst von sehr großen Projekten geht jetzt wirklich super schnell. Dann haben wir die Bin. Bei der Bin ist es so, wenn eine große Anzahl von Clips in der Bin einfach drin lagen und man da durchscrollt, in einer Bin, die in HTML5 programmiert ist, also in einem Webbrowser, der kann nicht so viel Inhalte cachen. Das heißt, der muss immer wieder nachladen und das macht den Prozess langsam. Das heißt, man hat sich von HTML5 verabschiedet, ist im Prinzip wieder in die klassische ja, C++-Programmierung, also die Windows-Programmierung gegangen und hat das sozusagen hart gecodet, hat auf die Art und Weise ähm, in Verbindung noch mit einigen Optimierungen tatsächlich jetzt aber die schnellste Bin, die es je gab, erreicht und auch eben die schnellsten Ladezeiten, die es je gab. Und trotzdem ist in Sachen Funktionalität aber jetzt kein Verlust, denn die Funktionen, die in Edios 11 neu dazugekommen sind, sind eben in diese neue Bin eingearbeitet. Gleichzeitig sind aber Sachen, die vermisst wurden. Sie sehen es hier oben, da sind ja lauter Icons. Ja, die sind wieder da. Die Icons waren ja zwischenzeitlich in Edios 11 tatsächlich weg. Die Funktion gab es immer noch, aber sie waren eben nicht als Icon ausgeführt. Jetzt ist es für Leute, die von Edios 9 kommen, von Edios 8 kommen, von Edios 10 kommen, sehr vertraut. Sieht eigentlich aus wie damals. Was halt neu ist, ist die Funktionalität, dass ich sehr viel mehr machen kann, auch die Interaktivität mit Mink, dass ich die BAT-Server und andere Tools auf diese Clips loslassen kann und dass ich erweiterte Funktionen, Eigenschaften habe auf der rechten Seite. Sie müssen mir das verzeihen, die Screenshots sind tatsächlich alle noch auf Englisch, auch nachher meine Demo, da ist die GUI auf Englisch. Ich habe es nicht mehr geschafft, das komplett auf Deutsch umzustellen, weil ich jetzt die Demos immer auf Englisch mache. Ich kann Ihnen aber versichern, es ist alles brav auf Deutsch übersetzt, zum Teil von mir selber. Ich gebe mir da immer Mühe, dass es gut erkennbar ist. Wir haben auch manchmal schon Englisch nachkorrigiert, weil ja auch für die Japaner manchmal das Englisch nicht die natürlichste Sprache ist. Ja, ich glaube, ich habe das alles erzählt, was da steht. Es gibt aber noch einen Punkt und der ist jetzt tatsächlich wichtig. Die Datenbank, die ja so der Kern war von Edios 11, ist jetzt angedockt. Das heißt, Edios arbeitet eigentlich wieder mit der Projektdatei primär, ist dadurch auch eben super schnell und synchronisiert mit der Datenbank. Und diese Synchronisierungen, die finden also statt, wenn ich zum Beispiel speichere. Oder sie können eben auch stattfinden, wenn Veränderungen in der Datenbank festgestellt wurden. Was für Veränderungen können das sein? Ja, tatsächlich ist es so, dass bisher, wenn ich in Mink irgendwas geändert habe oder wenn ich mit dem BAT-Server irgendwelche Funktionen ausgeführt habe, wie zum Beispiel das Marker erstellt werden, dann wurden die einfach direkt von Geisterhand, waren die plötzlich da. Das funktioniert in Edios 11.4 momentan so nicht, sondern ich muss einmal sagen, bitte jetzt aktualisieren, dann synkt er. Der Geschwindigkeitsvorteil, den ich damit kriege, ist gigantisch. Das Schöne ist, ich hatte heute ein Gespräch mit Chris Valley, dass man sagt, das ist kein Problem, wir kriegen das hin. Es wird noch eine Aktualisierung geben, um diese Anpassungen. Also wenn sozusagen der BAT-Server sagt, der BAT-Server macht etwas, dass der BAT-Server selber sagen kann, komm hier, bitte das jetzt aktualisieren. Die Idee ist, wenn ich zusammenarbeite in einem großen Team, dann ist es ja so, dass ständig Informationen in der Datenbank aktualisiert werden und das führt einfach zu einer Verlangsamung. Dadurch, dass man diesen Teil jetzt eben auf manuell umgestellt hat, weil man muss ja doch sagen, dass jetzt gerade hier auch heute in dem Call sind jetzt wenige, die im großen Team in Edios arbeiten, sondern die meisten sind Einzelanwender. Und für die Einzelanwender bringt das gar nichts, wenn eben diese Teamvernetzung ständig die Datenbank aktualisiert. Das kostet nur Zeit.
Deshalb ist es für diese Anwender jetzt erstmal ein großer Vorteil. Wenn man den BAT-Server nutzt, heißt es, man muss manchmal noch auf einen Knopf drücken. Das kann ich später aber auch zeigen. Ist nicht so schlimm und wie gesagt, wird in Zukunft noch verbessert. Jetzt gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Man hat ja bei der 11.4 vor allem darauf geachtet, dass dieses ganze Projektladezeit und Bin-Schnelligkeit behoben wird. Ganz schön ist aber, dass ich jetzt so ein generelles Setting habe, um die Vorschauqualität einzustellen. Das heißt, ich kann es nicht nur eben jetzt oben machen, unter meinem Monitorfenster oder rechts bei meinem Monitorfenster, sondern habe das in den Grundeinstellungen und kann dort einfach generell festlegen, ich will generell, keine Ahnung, halbe Auflösung, ich will immer alles in 8-Bit sehen, wie auch immer. Ist eine Zeitersparnis. Dann gibt es eine Markersuche. Das ist sehr cool, gerade für uns jetzt, weil wir schon in der Vergangenheit eben durch KI Marker generiert haben. Zum Beispiel eben, wenn man Spracherkennung hat, konnten wir Marker machen. Nur wir haben diese Funktion nie eingebaut, weil die Suchfunktion gefehlt hat. Jetzt macht es total Sinn. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Interview und da wird eben über alles Mögliche geredet. Sie haben eine Suchfunktion im Wiss-Title. Da können Sie sozusagen, wenn Sie einen Untertitel erstellen, können Sie in den Untertiteln suchen, das geht. Aber um in den Markern zu suchen, gibt es jetzt einfach ein Suchfeld. Interessanterweise ist es ein Findfeld. Das heißt nämlich Find, also finden, nicht suchen. Erinnert mich an Janosch, da werden ja auch Pilze gefunden und nicht gesucht. Dann haben wir etwas, was wir uns viele Jahre gewünscht haben und eigentlich gar nicht so kompliziert aussah. Man hat es jetzt einfach mal gemacht, Gott sei Dank. Nämlich, dass man, wenn man einen Filter auf einen Clip legt und dieser Filter ist ein Preset, den man einem Namen gegeben hat, dann wird dieser Name beibehalten. Man sieht das hier, es gibt da so ein paar Standardeinstellungen wie Letterbox oder Dark and Bright oder Sharp, also so einfach Voreinstellungen. Und die behalten den Namen und haben den Namen des Filters danach. Das passiert auch, wenn ich jetzt meinen ganz eigenen Filter anlege. Es ist ganz ehrlich, wenn ich selber arbeite und ich habe, keine Ahnung, Multicam-Projekt und Kamera 3 ist alles irgendwie zu dunkel und dann mache ich ein Preset für die Kamera 3 und nenne das Kamera 3. So, und dann möchte ich natürlich diesen Filter auf den Clip legen und nachher noch wissen, was das jetzt für eine Farbkorrektur ist, weil vielleicht korrigiere ich ja einmal alles nach Blau, weil ich einen blauen Look haben will. Und dann will ich aber zusätzlich die Korrektur auch noch haben. Und so sehe ich das in Zukunft. Und darüber hinaus, Sie sehen es, ist eben auch der Dummy-Filter dadurch erledigt, weil in Zukunft eben Edius weiß, was ist denn das für ein Filter gewesen, der da drauf war. Weil so konnte es einem passieren, dass man ein Projekt öffnet und plötzlich fehlte ein Filter. VST3-Unterstützung wird kommen. Das sieht man hier, Veröffentlichung noch in 2025. Wir hatten eine Beta-Version auf der Messe. Da gab es noch Einschränkungen. Daran wird gearbeitet. Es ist eine schöne Sache. Es gibt mehr Plugins mit VST3. Die Installation ist einfacher, weil VST3 so definiert ist, dass es einen Installationsordner zentral gibt. Und die Performance verbessert sich auch bei der Nutzung von VST3 gegenüber VST2. Ja, dann kommen wir zum BAT-Server. Da gibt es ein großes Update, die Version 2.0. Veröffentlichung ist geplant für den Oktober, wird also etwas nach dem Release von 11.4 sein. Es ist so, dass wir jetzt die aktuellste, die Release-Version noch optimal anpassen, also den BAT-Server dafür anpassen. Wir haben hier so ein paar schöne Sachen, die wir optimieren können. Da geht ein dickes Dankeschön an den Michael Schleider, der da wahnsinnig viel Herzblut und Energie reingesteckt hat in das Projekt und täglich auch reinsteckt. Auch die Tatsache, dass es den BAT-Server jetzt so in dieser Form als Tab gibt, also integriert in der Edius-Oberfläche, ist ihm zu verdanken und witzigerweise auch dem Wiss-Title-Team, die uns bei der Programmierung von der Basisstruktur etwas unterstützt haben. Die Kernarbeit oder ich sage mal die wesentliche Arbeit ist eben aber durch den Michael Schleider erfolgt. Ja, das Design ist neu, die Integration ist neu. Toll ist auch die Möglichkeit, jetzt umzuschalten zwischen verschiedenen Sprachen. Es gibt eben deshalb jetzt auch eine deutsche Version vom BAT-Server. Der ist nicht nativ deutsch, sondern es wird einfach alles in die jeweilige Sprache, die ich auswähle, übersetzt. Funktioniert ganz gut. Man sieht es hier jetzt bei den Namen, die werden nicht übersetzt, weil es etwas irreführend wäre, wenn ich also einen Namen vergebe, der dann anschließend übersetzt wird, aber die Namen können Sie auch ganz einfach auf Deutsch vergeben. Also wenn Sie eben statt Beat Detection lieber eben
Taktsuche eingeben wollen, dann heißt der Befehl eben Taktsuche. Neu ist etwas, das werde ich auch gleich zeigen, nämlich die Einbindung von eigenen Tabs. Da gibt es oben einen Tabs-Schalter und damit kann ich das machen. Das haben wir noch gar nicht präsentiert. Das ist also tatsächlich in gewisser Weise eine Weltneuheit. Das wurde nämlich auf der Messe auch nur denen gezeigt, die da vor Ort waren. In dem Messebericht selber war es nicht drin. Und es gibt den eigentlichen Editor, wo man also die Funktionen auch tiefergreifend bearbeiten kann. Die Grundidee ist ja relativ einfach. Man kann mit so einer Art Assistent arbeiten. Der sagt, ja, ich möchte neue Funktionen und die soll so und so ausschauen. Aber ich muss das nicht mit dem Assistenten machen oder ich kann eben den Assistenten was machen lassen und dann selber auch Hand anlegen an der Programmierung. Und da wird uns Michael Schleider gleich in der Live-Demo eine Praxisprobe geben. Und in der Live-Demo kommen noch ein paar andere Sachen dran, nämlich eben der Beat-Detektor. Den werde ich zeigen. Dann haben wir Text-to-Speech, also Speech-to-Text, wo ich sozusagen von Sprache ausgehe, daraus Untertitel mache, ist das eine, aber das ist jetzt die andere Richtung, wo ich von dem Text ausgehe und daraus wieder Sprache mache. Und es gibt hier sogar eine Abwandlung davon, nämlich, dass ich von Sprache ausgehe und Sprache daraus mache. Warum, werde ich später noch erklären. Und dann haben wir einen Audio-CD-Import und das ist eigentlich auch ein Phänomen. Vor 2 Wochen hatten wir einen Kunden, der sehr überrascht war, weil er meinte, ja, wie kann das sein? Ich kann mit Idios 11 gar keine CD importieren. Ja, was macht Michael Schleider? Sagt, ja, ich programmiere es schnell. Und jetzt gibt es in der Vorschauversion tatsächlich diesen CD-Audio-Import. Also, wir sind jetzt in Idios 11.4 und was vielleicht gleich auffällt, ist, dass man eben hier diese Eigenschaften jetzt hat. Die Darstellung ist ein bisschen anders, als es bisher in Idios 11 ist, aber das ist eben das ganz Typische von Idios 11, dass ich diese erweiterten Eigenschaften habe, die ich eben auch hier entsprechend editieren kann. Und ja, wir haben eben diese Icons wieder und generell sind, ich sage jetzt mal, die ganzen HTML5 basierten Probleme sind einfach weg, weil es nicht mehr HTML5 ist. Ja. Jetzt zu den verschiedenen Funktionen. Ich würde gerne anfangen mit dem Thema Beat Detection. Ich habe jetzt hier mal ein Musikstück, das kann ich auch einfach mal abspielen. Ich hoffe, man hört es. Es ist langsame Gitarre. Und ich habe jetzt eine Funktion, die nennt sich eben Beat Detector. Und diese Funktion Beat Detection, die habe ich hier bereits angelegt. Wie man die erstellt, ist relativ leicht. Und jetzt kann ich hier über Rechtsklick die Takterkennung aufrufen oder auch die Beat Detection. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Die Takterkennung habe ich halt jetzt gerade selbst nochmal gebaut. Jetzt ist es so, dass hier oben dieses kleine Fenster erscheint, was man vielleicht schon kennt, wenn man mit dem BAT-Server gearbeitet hat. Was man jetzt nicht kennt, ist dieser Hinweis, der jetzt hier unten kommt. Er ist also fertig, hat das berechnet und er sagt, ein Update has been detected for the project being edited. Click the button to apply the update to the project. Import Database Updates. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann passiert was. Dann sieht man nämlich, plupp, kommen hier plötzlich ganz viele Marker ins Spiel. Und es sind wirklich viele Marker. Das ist auch relativ logisch, denn bei jedem Takt habe ich einmal einen Schlag sozusagen. Ich mache mal hier entsprechend die Spur größer. Und dann sieht man, da ist die Musik und hier ist der Takt. Also er hat den Takt erkannt. Man sieht es auch recht schön, wenn ich das jetzt abspiele. Und das ist einfach eine schöne Sache, wenn man auf Musik schneidet, dass man diese Marker bekommt. Im Moment, wie gesagt, muss ich diesen einen extra Klick noch machen, aber ich glaube, der bringt auch keinen um. Wir hatten halt früher, gab es den Beat Detector auch schon, da hat er das sozusagen on the fly direkt gemacht. Jetzt ist es halt so, wir schauen, dass wir in diesen Modus vielleicht auch wieder kommen, dass das Hinzufügen der Marker sozusagen ohne diesen extra Klick funktioniert. Aber es ist eine super coole Geschichte, eine Funktion, die eben auch der Michael Schleider eingebaut hat in den BAT-Server, weil es diese Anfrage doch relativ häufig schon gab. Dann eine weitere Funktion, die Szenenerkennung. Die Szenenerkennung, ich habe hier einen Clip, ich spiele den mal ab.
Da sieht man, das ist jetzt eine Zusammenstellung von verschiedenen Aufnahmen. Ich habe diesen Clip tatsächlich gewählt, weil er auch etwas beinhaltet, was häufiger bei einer Szenenerkennung zum Problem wird, nämlich da wird geblitzt. Und ein Blitz bringt gerne zusätzliche Verwirrung mit rein. Wenn ich jetzt hier rechts klicke, da gibt es eine Funktion, die heißt Scene Detect, Advanced oder es gibt Scene Detect. Es ist im Prinzip so, dass es genügt eigentlich Scene Detect, dann macht er einfach eine Szenentrennung nach bestem Wissen und Gewissen. Wir haben aber zusätzlich diese Advanced-Funktion und die Advanced-Funktion erlaubt mir tatsächlich, das noch genauer zu analysieren. Das ist jetzt ein sehr kurzer Clip, deshalb dauert die Analyse wahrscheinlich auch nicht allzu lang. Gut, sie ist jetzt in dem Fall sogar sehr schnell, möglicherweise, weil ich sie schon mal gemacht habe. Wenn ein Clip schon mal analysiert wurde, dann speichert er sich das und dann geht es eben so schnell. Sonst dauert es offenkundig ein bisschen länger. Jetzt sind wir in dieser Darstellung gelandet und die ist erstmal vielleicht nicht jedem sofort klar, was das bedeutet, aber es erschließt sich eigentlich relativ schnell. Wir haben hier oben einen Regler, den kann man nach rechts drehen, den kann man nach links drehen und je nachdem werden mehr Clips grün oder eben weniger. Und so in der Mitte ist so ein, ja, ich sag mal, einigermaßen normaler Wert. Das ist im Prinzip einfach die Erkennung eines Schnitts, einer neuen Szene. Und man sieht, wenn man mit der Maus hier drüber geht, dann zeigt er einem sogar, man sieht hier Timecode 34, 35, 36, 37 und genau rot, dazwischen ist der Schnitt, also zwischen 35 und 36 kann man ganz gut erkennen, da ist ein Schnitt. Bei diesem hier ist kein Schnitt da. Schau mal, warum hat er das als Schnitt erkannt? Ich spiele das mal ab. Aha, da ist ein Blitz. Also wenn ich auf diesen Play-Button klicke, dann zeigt er mir die Schnittstelle. Auf die Art und Weise kann ich eben sofort sehen, habe ich da einen Schnitt oder eben nicht. Und normalerweise ist dieser mittlere Wert ganz wunderbar. Man sieht, es hat hier auch funktioniert, weil er eben die Blitzaufnahmen würde er in dieser Einstellung nicht als neue Szene erkennen. Ich kann mich hier im Prinzip spielen. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Ich kann auch an die jeweilige Position fahren, nämlich zum Beispiel hier an den letzten Frame und kann mir den Schnitt sozusagen direkt auch selber anschauen. Spannend finde ich diese Szene, weil die auf den ersten Blick schaut die eigentlich auch so aus, als wäre das die gleiche Einstellung. Wenn man das abspielt, sieht man aber, da ist tatsächlich ein Jump Cut. Und den hat er hier eindeutig und einwandfrei erkannt. Ja, es gibt verschiedene Darstellungen. Man kann nämlich hier diese Darstellung auch verkleinern oder vergrößern. Ja, vergrößern kriege ich sehr große Bilder, wo ich dann auch entsprechend gut die Inhalte von den Bildern erkenne. Ich kann in so eine mittlere Einstellung gehen oder sogar in eine sehr kleine. Die kleine ist offenkundig ja dann hilfreich, wenn ich so einen Überblick haben will, wie denn, also wann ich eine Szene habe und wann nicht. Und letztlich ist es ein Wert, den ich hier definiere. Wenn ich sage, okay, das schaut jetzt gut aus, kann ich hier noch auf Refine drücken. Und bei Refine kann ich definieren, ja, das ist alles in Ordnung, aber die Szene, die will ich trotzdem nicht als eigenen Clip haben oder eben doch. Ja. Und am Ende des Tages gehe ich unten auf 6 Clips, ja, 5 Schnitte, klicke hier einmal hin und dann erzeugt er automatisch diese einzelnen Szenen. Auch da ist es wieder so, dass es momentan noch, muss man sagen, über die Datenbank läuft. Da haben wir mittlerweile schon einen Weg gefunden, um diesen extra Klick, den man jetzt aktuell noch machen muss, tatsächlich nicht mehr zu benötigen. Und er erstellt dann hier einen Unterordner und dieser Unterordner beinhaltet jetzt diese Szenen. Ich ändere mal hier die Darstellung etwas. Klappe das mal ein. So, wenn ich jetzt diese Szenen hier nehme, oder machen wir es andersrum, ich lege den Clip hier in diese Spur, zoome mal ein bisschen ran, dann sieht man, dass die Szenen exakt diese Länge haben, aber jetzt habe ich eben die Schnitte. An jedem Schnitt ist das Material entsprechend aufgeteilt. Und das ist natürlich super praktisch, wenn man einen alten Film, der eben keine Szenentrennung hat, aufteilen will. Aber es ist auch, wenn ich schon einen fertig geschnittenen Film nochmal korrigieren will. Das ist zum Beispiel eine Kamera, die immer irgendwie einen Blaustich hat oder so. Wenn ich das wieder als Szenen vorliegen habe, tue ich mir viel, viel leichter, als dass ich alles von Hand nochmal durchschneide. Also eine super Funktion. Und ja,
wird noch leicht optimiert für diesen Workflow und kann aber sonst gerne schon sehr bald ausprobiert werden. Dann eine weitere Funktion, die sehr schön ist, das ist hier die ja, Text-to-Speech-Funktion, also von Text ausgehend zu Sprache. Jetzt brauche ich erstmal einen Text. Ich habe jetzt hier unseren bekannten Edios 11 Clip, der im Prinzip gut vertont ist mit einer markanten männlichen Stimme. Und dazu kann ich Untertitel erzeugen. Man sieht, das ist ganz interessant, es gibt jetzt hier die Möglichkeit, dieses Erzeugen von Untertiteln direkt mit Edios zu machen. Das ist die Preview-Version. Tatsächlich ist es so, dass ja, der BAT-Server in meinen Augen die etwas bessere Technik hat. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Funktion noch nicht implementiert ist, und das ist auch ein bisschen unfair, weil es gibt eben verschiedene Modelle, mit denen man arbeiten kann. Wir nutzen generell das Medium-Projekt, Medium-Modell, was eine sehr gute Erkennrate hat. Ich nutze deshalb jetzt einfach unseren BAT-Server. Hier habe ich Speech-to-Text. Man sieht, ich kann das mit Intel NPU machen oder mit NVIDIA GPU. Beides ist auf diesem System möglich, weil eben eine Intel NPU vorhanden ist. Ich mache es jetzt in dem Fall, weil ich hier eine sehr starke Grafikkarte drin habe, über die Grafikkarte. Das System erkennt auch, aha, CUDA, das stand hier ganz kurz da, CUDA ist erkannt. Dann liest er ein die ersten 30 Sekunden, stellt fest, welche Sprache ist das, denn ich habe eine automatische Spracherkennung drauf laufen. Er hat festgestellt, das ist Englisch. Und jetzt sieht man auch hier den Fortschritt, und man kann im Übrigen diesen Fortschritt auch hier sehen in den Logs. Da schreibt nämlich der BAT-Server auch immer schön mit, was er gerade macht. Und ja, hier sieht man im Prinzip genau diese Textstellen, die erzeugt werden. Ja, und dann, wenn das Ganze fertig ist, gibt es einen kleinen Piepston, und dieser Untertitel wird erstellt. Ich lösche das jetzt vielleicht hier einfach raus, dann kann ich damit einfach weiterarbeiten. Das heißt, ich lege jetzt mal diesen Film hier hin und den Untertitel drauf, und dann sehen Sie, wenn ich das jetzt hier abspiele. To help you quickly find the optimal effect, Edius 11 now shows all transitions with an animated icon. Dass diese Funktionen direkt, also diese Untertitel direkt eingeblendet werden. Und man wundert sich vielleicht, ja, Moment mal, der Untertitel endet hier, der Film geht bis dahin. Ja, woran liegt das? Da wird nichts mehr gesagt. Also muss da auch nichts erzeugt werden. Wir haben jetzt aber eben neu die Möglichkeit, von Text auch zu Speech zu gehen, also aus Text Sprache zu machen. Und wenn ich jetzt auf diesen Titel hier klicke, da habe ich eine BAT-Server-Funktion, die habe ich erstellt. Entschuldigung, hier im BAT-Server-Panel unter die BATs. Und zwar heißt es, das wäre Auto Translate Voice. Das ist also von der Stimme ausgehend, und das ist Subtitle Reading Female Voice. Und diese Funktion, die nutze ich jetzt. Subtitle Reading Female Voice. Und jetzt kommt eine Geschichte, die auch mit dieser Datenbankaktualisierung zusammenhängt. Es ist so, dass die Datenbank von diesem Clip noch nichts weiß. Ja? Den muss ich erst einmal in die Datenbank speichern. Und das passiert relativ einfach, indem ich einmal das Projekt speichere. Sobald ich das Projekt gespeichert habe, kann ich die Funktion nutzen. Jetzt ist die in der Datenbank, und jetzt kann er darauf zugreifen. Und was passiert jetzt? Auch hier kann ich theoretisch zuschauen im BAT-Server oder auch hier. Er nimmt diese Datei und lässt die einzelnen Textelemente in der jeweilig vorgegebenen Zeit vorlesen. Also das ist eine Funktion, die wirklich Untertitel vorliest. Das ist an sich ganz cool, aber man muss eins bedenken: Für die Natürlichkeit der Sprache ist es ein großer Vorteil, wenn ich ganze Sätze vorlese. Die Untertitel, die ich jetzt hier habe erzeugen lassen, die habe ich einfach als perfekte Untertitel erzeugen lassen, aber nicht als ganze Sätze. Die Funktion, die wir nämlich auch haben, von Audio direkt nach Audio zu gehen, also aus dem englischen Sprecher eine Sprecherin, eine amerikanische Sprecherin zu machen, die ist auch möglich, und die funktioniert tatsächlich von der Qualität her noch besser. Ich zeige Ihnen jetzt mal das Beispiel. Ich lege diesen Clip hier drunter. Das ist also die Stimme, die jetzt erstellt wurde. Das Video ist ein bisschen leise. Könnt ihr vielleicht ein bisschen verstärken noch. So. Und ich blende jetzt den Originalton aus, und dann hüpfen wir einfach mal hier mitten rein. Unleash your creativity and save time by using adjustment clips when applying effects to multiple clips.
Enjoy a new world of possibilities with native OFX plugin support. Integrate more effects and filters and work more efficiently. Edius includes Mink, a comfortable and powerful tool to help you manage your media. Genau, also ich glaube, es ist klar, die Stimme ist tatsächlich exzellent. Es ist ein kostenloses Tool. Das Ganze ist eben auf einer GNU-License, also einer, die der Allgemeinheit zur Verfügung steht, wird hier entsprechend genutzt. Und die Qualität ist tatsächlich sehr, sehr gut, wenn ich ganze Sätze habe. Wenn ich nicht ganze Sätze habe, dann wird wirklich objektiv das, was gerade als Text da steht, abgelesen. Die Qualität ist also besser, wenn ich so mache. Ich mache das jetzt hier einfach nochmal, nämlich, dass ich sage Audio Translate Theme and Voice. Jetzt geht er sozusagen von dem Audio aus, übersetzt es und spricht es. Und das ist im Ergebnis besser. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment mal, übersetzen? Wieso denn übersetzen? Das ist doch schon Englisch. Ja, aber die Funktion beinhaltet einen Übersetzer. Und das ist eine Funktion, die wir wahnsinnig häufig angefragt kriegen. Das heißt, ich habe einen deutschen Produktfilm über irgendetwas, ja, und möchte jetzt eine internationale Fassung daraus machen, in einer sehr guten technischen Qualität. Jetzt kann ich mir natürlich für viel Geld einen Sprecher holen oder ich kann tatsächlich hier mit diesem Tool auch exzellente Ergebnisse erreichen, denn tatsächlich wird das Ergebnis, wir können das jetzt gleich sehen, die Datei ist erstellt. Ja, Moment, jetzt muss man aufpassen, es ist mehrteilig. Er hat jetzt den Untertitel gebaut und zwar den mit ganzen Sätzen. Und jetzt kommt der zweite Schritt, jetzt fängt er an, sozusagen diesen Text zu lesen. Also er generiert jetzt die eigentliche Stimme. Ja. Kann es hier ein bisschen verfolgen. Es dauert ein wenig. Das Video hat jetzt eine Gesamtlänge von knapp 4 Minuten. Es ist aber, ich mache das jetzt auf einem Laptop, dank einer, das ist eine durchschnittliche Grafikkarte, aber doch immerhin eine ganz vernünftige. Das ist jetzt kein außergewöhnlich teurer Laptop, den ich hier habe. Funktioniert es doch in einer annehmbaren, guten Zeit. Und dann habe ich jetzt hier nochmal den Text, aber eben in quasi verbesserter Form, weil eben ganze Sätze gelesen werden. Da erlaube ich mir kurz, das mit 8 Dezibel noch zu normalisieren. Allows you to burn this text and other subtitle files into the video. You can easily change the style of the subtitles by choosing from different designs. Edius 11 now allows a quick and easy project start. Start up in Edius. Ja, es ist vielleicht nicht so viel besser, wie ich jetzt gehofft hatte. Man kann aber tatsächlich hier auch drauf einwirken. Es kann sein, dass ich jetzt bei dieser Erstellung einfach das Pech hatte und eben nicht so viele ganze Sätze zusammengekriegt habe. Die Qualität steigt eben mit diesen ganzen Sätzen. Das Schöne ist, dass wir auch daran arbeiten, dass man überhaupt jemanden auch etwas vorlesen lassen kann. Das heißt, ich kann einen Text eingeben und lasse das vorlesen. Und dazu gibt es aber auch Online-Tools. Und diese Online-Tools, die kann ich direkt in Edius einbinden. Das ist über den BAT-Server jetzt auch möglich. Und es funktioniert wie folgt. Wenn ich in den BAT-Server reingehe, habe ich jetzt diese Tabs. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, was wirklich neu ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Tab, der ist schon offen. Und dieser Tab, das ist einfach eine Webseite, die hier auftaucht. Und da kann ich was eingeben, wie zum Beispiel, was gebe ich denn jetzt Schönes ein? Wir sind Oktoberfest, finde ich gut. So, gebe ich jetzt mal ein. Wir sind ja in München. Oh, da fehlt der Kopf. Das ist nicht sehr gelungen. Naja, das ist doch besser. Ein Oktoberfestbild. Und dieses Bild kann ich jetzt direkt in Edius reinziehen. Zwar leider noch nicht so. Daran wird gearbeitet, aber ich kann es hier reinziehen in den BAT-Server. Wenn ich das auf den BAT-Server hier drauflege, dann kommt diese Darstellung, lege es hier rein und dann wird das Bild in den Player geladen und von dort kann ich es direkt einfach hier in meine Timeline ziehen. Ja, und habe dann hier ein bisschen Oktoberfest. Der Clip wird auch gleichzeitig importiert. Es gibt hierzu diesen Import-Folder. Ich glaube, es ist jetzt hier bei dieser Version noch nicht so eingestellt, aber man kann das auch generell einfach aktivieren. Das heißt, dass er die Bilder auch ablegt an einem bestimmten Ort.
Und jetzt ist es natürlich nur eins von vielen Möglichkeiten. Man sieht im Butt-Server-Panel kann ich hier einfach selber eine URL eingeben. Ich kann auch zum Beispiel einen YouTube-Kanal hinzufügen, wie zum Beispiel hier Edios.net. Ja, dann habe ich hier den entsprechenden YouTube-Kanal und die Verwaltung dieser Panels habe ich tatsächlich hier drin. Das heißt, wenn ich sage, brauche ich nicht mehr, schmeiße ich die 2 entsprechend raus. Gleiches gilt im Übrigen auch für das Fotoshooting, für diese Szenenerkennung, kann ich auch hier jetzt einfach beenden, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe. Also die Verwaltung, die Tab-Verwaltung ist eben über den Butt-Server jetzt auch möglich. Also man kann mit dem Butt-Server unglaublich viel machen. Man kann auch selber machen. Es kam jetzt hier auch gerade die Frage, was für ein Modell wird verwendet und kann ich da selber Hand anlegen. Ja, dadurch, dass die Butt-Struktur ja so ist, dass ich Files irgendwo hinschicke und irgendwas zurückkriege, kann ich im Prinzip selber entscheiden. Ich kann theoretisch auch das File in die Cloud schicken, aber normalerweise wird das File, also die Datei, lokal bearbeitet. Das heißt, es wird überhaupt nichts mit irgendjemandem geteilt, sondern es wird alles auf dem eigenen Rechner lokal berechnet und dort auch entsprechend beschleunigt. Und das ist also ein Sicherheitsthema, ist auch etwas, was die meisten Anwender definitiv wollen. Die wollen nicht ihre Inhalte an irgendwelche Services schicken. Und es ist aber auch so, wenn Sie jetzt ganz spezielle Anforderungen haben, Sie sagen, ja, ich hätte gern diesen oder jenen Workflow oder wir machen immer genau dieses. Sie können uns auch buchen. Also wir können diese Anpassungen, die wir im Prinzip für alle machen, können wir auch sehr speziell machen, wenn Sie einen ganz bestimmten Workflow haben. Also man kann uns da einfach beauftragen. So, nachdem die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, eile ich jetzt zum nächsten Thema, was ich super kurz mache, nämlich Mercalli. Die Idee, Mercalli einzubauen, kam aus einem Anwenderforum, wo es hieß, wäre es nicht schön, den Butt-Server zu nutzen, um ein File oder mehrere Files an Mercalli zu schicken. Und wir haben dann mit Mercalli gesprochen und die haben gesagt, ja, das geht halt genau nicht, sondern da müsste man eine Command-Line-Interface, ein Command-Line-Interface bauen. Und das gibt es jetzt. Ich kann also jetzt im Butt-Server, sobald ich Mercalli 6 in dieser Command-Line-Interface-Version installiert habe, die Version gibt es als günstiges Update von vorhandenen Mercalli-Versionen und da ist dann die Standalone-Version drin und die CLI-Version, kann ich hier im Prinzip eine Stabilisierung selber anlegen. Und zwar gehe ich dazu auf Mercalli, Video stabilisieren, erweitert oder mit einer einfachen Einstellung. Darf ich da was einfügen an der Stelle? Ja, bitte. Es ist so, diese Mercalli V6-Einstellung wird jeder sehen, der Mercalli V6 Command-Line-Interface auf seinem Rechner installiert hat, automatisch. Da muss man nichts tun. Andersrum heißt das, ist der Eintrag nicht zu sehen, ist sehr wahrscheinlich die Command-Line nicht installiert. Genau, also das ist eine tolle Sache. Der Butt-Server findet sozusagen Mercalli automatisch. Wenn Mercalli installiert ist in dieser speziellen Version, CLI-Version, dann steht die Funktion zur Verfügung, sonst nicht. Und ich kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, schnelle Stabilisierung und will ich noch eine Optimierung? Ja, und als was soll es ausgegeben werden? Als ProRes zum Beispiel und das ist eine Funktion in der Bin. Und dann habe ich eben hier meine ganz eigene Funktion. Und diese Funktion kann ich jetzt anwenden. Ich habe hier einen Clip mit einem Nashorn. Nee, Nashorn ist falsch. Ist es ein Nashorn oder ein Nilpferd? Eins von beiden. Kenne mich da nicht so aus. Es ist ein Nashorn. Okay, ich habe es Nilpferd tituliert. Von der Ferne könnte es auch ein Nilpferd sein. Diesen Clip habe ich jetzt hier im Original und jetzt habe ich die Funktion. Da sieht man schon, da gibt es noch eine andere Funktion. Hier oben die Funktion, die ich jetzt gerade hinzugefügt habe. Moment. Ich glaube, ich habe den letzten Klick nicht gemacht. Das passiert mir gerne. Ich spiele das nochmal durch, nämlich hier einreichen. Du hast nicht submitted, genau. Du musst einreichen. Wenn man auf Einreichen klickt, dann wird die Funktion angelegt. Da steht sie. Und sie steht dann hier auch sofort zur Verfügung. Moment, wenn ich im Bin auf den Clip klicke, dann habe ich Mercalli ProRes. Dann klicke ich hier drauf. Und jetzt ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil Mercalli ist ja super schnell in der Version 6. Nur in der Plugin-Struktur, wenn da Bild für Bild übertragen wird, wird es runtergebremst. Und das war in der Vergangenheit immer auch das Problem der Integration von Mercalli, dass es dann langsamer ist. Das ist jetzt ein 4K-Clip und die Leistung von meinem PC wird jetzt hier voll genutzt. Mal kurz hier aufmachen. CPU geht entsprechend hoch. Momentan auf, voll habe ich jetzt gesagt. Zwischenzeitlich ist es auch mal mehr. Aber er macht es eben mit deutlich mehr Power auf jeden Fall, als er es in der Plugin-Struktur machen würde. Und vor allem habe ich den großen Vorteil, ich habe diese Funktion eben jetzt nicht nur bei
bei einem Clip, wie wenn ich das in Mercalli manuell stabilisiere, sondern ich kann eben auch mehrere Clips importieren. Jetzt landet es hier in diesem Import Ordner. Ich kann es mal hier drüber legen. Man sieht, der zoomt ein bisschen ein. Und in dem Fall hatte ich auch aktiviert, dass das Bild verbessert. Man sieht es ein bisschen kontrastreicher. Und das Bild ist jetzt, ich habe mir das angeschaut, in der Übertragung ist es schwer zu sehen, aber es ist deutlich stabiler als vorher. Ich zeige mal das Original im Vergleich. Braucht ein bisschen Fantasie. Ja, doch, es sind so kleine Ruckler drin und die sind jetzt einfach weg. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte, eben gerade wenn man viel Material zu stabilisieren hat. Und das andere Tool, das muss ich jetzt super kurz zeigen, aber ganz auslassen kann ich es auch nicht. Das taucht wirklich hier unter Tools auf. Ich muss es einmal kurz starten. Ich starte es jetzt hier als so eine Art Demo-Version. Nicht wundern, da kommt jetzt erstmal noch ein Hinweis, dass ich doch bitte noch eine Lizenznummer eingebe. Das ist Capture It. Capture It ist ein super cooles Tool, um einfach Sachen aufzunehmen. Und es steht mir hier verschiedenes zur Verfügung. In dem Fall, ich mache jetzt tatsächlich mal einfach den Ton aus, weil der hat schon für Ärger gesorgt. Ich gehe jetzt mal hier, achso, die Webcam kann ich jetzt nicht nutzen, weil ich die ja selber gerade im Einsatz habe. Ich habe aber hier noch eine NDI-Kamera angeschlossen. Genau, die filmt mich hier von der Seite. Und jetzt habe ich einen NDI-Stream. Ist auch ein deutlich hübscheres, besseres Bild. Das Tolle in dieser Aufnahmeoberfläche ist, ich habe eben eine Vielzahl von Quellen. Man sieht auch, dass hier alle NDI-Geräte gefunden werden. Zum Beispiel ist auch Edios ein NDI-Gerät. Denn wenn ich hier was abspiele, ich kann das aktivieren, die NDI-Ausgabe, hier NDI-Output, dann kann ich sozusagen, könnte mich sogar selber aufnehmen. Ne? Also hier in dem Capture-Programm habe ich die Möglichkeit, mal schauen, Automatic, kriege ich im Prinzip genau das Bild geliefert, was ich gerade in Edios habe. Ja? Also das funktioniert auch. Es kann auch in Edios im Netzwerk sein, irgendwo anders. Wie gesagt, wir bleiben mal hier bei der Kamera. Das super Coole ist, dass ich eben eine Aufnahmemöglichkeit habe in einem MXF-Format mit Simul-Edit. Das heißt, ich habe Growing-Files. Und das ist der Wahnsinn, weil ich kann auf die Art und Weise eben zum Beispiel ein Live-Event direkt filmen und kann sofort das Ganze editieren. Und ich kann aber noch zusätzlich zum Beispiel hier ein Logo reinknallen und vielleicht auch irgendetwas unkenntlich machen. Jetzt habe ich hier nichts, was ich unkenntlich machen konnte. Vorher, als die Kamera noch anders stand, da hätte ich ein Foto im Hintergrund ausblenden können, mein Hochzeitsfoto. Aber ja, man sieht es, ich kann sozusagen Personen unkenntlich machen. Oft ist es ja so, dass wenn ich eine Kamera irgendwo ausrichte, dass ein bestimmter Bildbereich nicht aufgezeichnet werden soll. Kann ich hier machen. Ich gehe hier auf Aufzeichnen. Du hast noch vergessen zu erwähnen, Growing File Support heißt ja, dass die Datei in der Timeline auch wächst. Genau, das zeige ich jetzt. Okay. Also ich habe hier einen Ordner, Aufnahme, da muss ich jetzt genau diesen Clip auswählen. Jetzt mal schauen, dass ich den richtigen auch erwische. Mal schauen, der hat ja hier einen Namen. Hier heißt er Live. Okay, sehr gut. Der Live-Clip. Live-Clip, da ist er. Der wird auch schon angezeigt. Und es ist so, wenn ich den jetzt einfach mal mit einem Doppelklick hier öffne, dann sieht man, der hat momentan eine Länge von 26, 27, 30. Was? Der wird tatsächlich immer länger. Und wenn ich den jetzt in die Timeline lege hier, so, dann ist dieser Clip erstmal hier zu Ende. Man sieht es durch dieses Dreieck und dann wie von Geisterhand verschwindet das Dreieck und ich kann den Clip länger ziehen. Das ist also wirklich ein ganz klassisches Growing-File-Format und das in einer super guten Qualität. Es ist jetzt hier eine hochwertige PTZ-Kamera, die auch 4K kann bis 60p und die Aufzeichnung erfolgt hier direkt in dem HQX-Codec, der ja qualitativ auch einfach super gut ist. Und das Tool ist eine große Freude und das wird eben jetzt auch veröffentlicht. Und den Preis habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber es war relativ günstig. Also es ist irgendwo bei 200 € in der Größenordnung. Ist für diese Art von Funktionalität vollkommen einmalig, weil wer Growing File Support bisher haben wollte, der musste mal mindestens Metos Ingest kaufen mit Erweiterung für 1.600 € oder sich einen T2 oder T3 kaufen von Grass Valley, der das eben auch unterstützt. Springen wir jetzt zum Robert und dann geht's weiter. Die meisten kennen mich ja unter Lirofilm und seit 2016 mache ich ja die
Tutorials dazu und bin da eher seltsamerweise dazu gekommen, weil ich Edios damals gekauft habe und dann hatte ich da ein Plugin, was dann nicht funktioniert hat. Und da bin ich dann einem Irrtum aufgelegen, dass das damals nur mit Edios 6.5 funktioniert hat und ich hatte aber damals 7. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich das ja umsetzen ohne diesen Plugin. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann eben angefangen habe, Tutorials zu machen. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt, bevor ich was anderes erkläre, mal zu meinem Kanal gehen. Und man erkennt hier schon, da geht es um Edios. Und ich habe jetzt hier einen Haufen Tutorials und unter anderem gibt es ja hier die Playlisten. Und ich habe die letztens erst noch ein bisschen aufgearbeitet, damit wir hier sehen, hier sind 58 Stück drin, die sind mit Edios 7, 8 und 9. Dann gibt es oder gab es ja diese Cutting Room FX Templates, die man sich kaufen konnte oder gab es auch ein paar umsonst. Da gibt es hier ein paar Videos dazu. Dann habe ich eine Rubrik gemacht über den BUD-Server, dann über die Plugins und dann eben hier ist nochmal zusammengefasst Edios 10 und 11. 11 sind noch nicht so viele Videos drin, da kommen noch ein paar. Und was mir eigentlich ganz wichtig ist, weil immer wieder kriege ich Anfragen, man findet was nicht. Und wir haben hier in dem Kanal, das ist bei jedem Kanal so, haben wir hier eine Suche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur hier eingebe Layouter und dann einfach auf die Enter-Taste gehe, dann fängt er das Suchen an und dann zeigt er hier alles, wo irgendwas mit Layouter steht, taucht hier auf. Genauso kann ich das machen, wenn ich zum Beispiel hier eingebe BUD und sage Suchen, dann bringt er alles hier mit, wo eben BUD-Server dort steht. Das ist so das Hauptdings zu meinem Kanal. Was ich noch kurz mit erwähnen möchte, ist die Webseite, die erwähne ich jetzt eigentlich nur aus einer Sache, denn es gibt hier unter Tutorials die Möglichkeit, ich habe bei vielen ist übertrieben, bei 7 oder 8 Videos gibt es auch Medien zum Runterladen, wie zum Beispiel Abonnieren, Videos oder wie man die Endkarte als Videos macht und so weiter. Und hier kann man mit diesem Button kann man dann die 2,8 Gigabyte runterladen und bekommt alles, was ich da habe. In den ganzen 7 Videos kann man da auf einmal runterladen. Also das jetzt nur so nebenher. Falls man da nicht durch die ganzen Videos suchen möchte, kann man das eben dort direkt in einem runterladen. Und dann habe ich mir noch überlegt, kurz was zu erklären. Und zwar, wir sehen ja jetzt hier Edios und ihr seht auch, ich bin hier schon einer der stolzen Besitzer von 11.4. Aber um das soll es nicht gehen, sondern wir kennen ja mit Edios 11 kam ja ein Anpassungsclip dazu. Es gibt auch schon ein Video dazu, aber was da ganz interessant ist, wenn wir einen Anpassungsclip hier anwenden, dann können wir den mit Effekten bestücken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Premiere Farbkorrektur draufziehe, und dann ist es ja so, dass sehr viele Leute, was ich so mitbekomme, immer mehr so LUTs verwenden. Selbst wenn sie kein S-Log-Material haben, wollen sie die LUTs verwenden. Das Problem ist meistens nur dazu, dass die dann einfach zu stark angewendet werden. Also wenn ich jetzt hier rüber ziehe, dann sehen wir, das ist jetzt mit 100% Darstellung und das ist einfach zu viel. Und über den Anpassungsclip kann ich mit der Shift-Taste, die halte ich gedrückt und kann dann hier die Transparenz einstellen. Also wir sehen hier, wie jetzt die Stärke des LUTs angenommen wird. Ich gehe jetzt mal auf 50%. Und das Ganze kann ich aber auch machen, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Und zwar, es gibt einen Effekt, der nennt sich Filter Mischen. Den findet man unter die Videofilter. Und wenn ich den aufmache, dann hat man hier so eine Einstellung. Man muss sich vorstellen, hier auf der linken Seite habe ich das Originalbild und hier rechts kann ich mir jetzt die Premiere Farbkorrektur auswählen und kann hier denselben Filter jetzt zum Beispiel auswählen. Und jetzt sehen wir schon, was hier passiert ist. Der ist gar nicht so intensiv, weil ich hier das Verhältnis einstellen kann von 0 bis 100%. Und ich lasse es jetzt mal so auf 3/4 und bestätige es mit OK. Und warum ich das sage, ist, wir können diesen Anpassungsclip nicht abspeichern. Also so wie wir es mit einem Effekt machen, den ich einfach hier reinziehe.
und dann einen anderen Namen gebe, so geht es mit dem Anpassungsclip leider nicht. Also das funktioniert nicht. Und dann jedes Mal hier mit dem Rubberband zu arbeiten, ist natürlich auch nicht gerade der Brüller. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass wir so einen Anpassungsclip anwenden und dann so einen Filtermischen-Effekt. Denn den, wenn ich jetzt hier draufziehe, dann hat das Bild, ich muss das unter hier wegnehmen, dann hat das Bild gleich sofort die Stärke. Denn wenn ich jetzt, das war jetzt die primäre Farbkorrektur, und wenn ich den Filter Mischen draufsetze, so ist es besser gesagt, man verzeiht mir, ich bin nicht ganz gesund. Ich nenne ihn jetzt einfach mal nur neu. Und der Vorteil ist, dass ich diese Einstellung dann nicht mehr machen muss übers Rubberband, sondern ich ziehe ihn einfach drauf und er hat dann genau diese Einstellung, weil man ja eben den Anpassungsclip in dem Sinne nicht abspeichern kann. Warum ich das auch noch so erkläre, ist, weil ich, wenn ich mehrere Clips habe, dann müsste ich jetzt diesen auf jeden anwenden. Wenn ich es aber über den Anpassungsclip mache, dann ziehe ich den einfach größer und dann habe ich die Einstellung auf alle. Und das ist, denke ich mal, für die Arbeit ist es ganz einfach, dass man da besser zurechtkommt oder schneller zurechtkommt. In dem Sinne, wenn man da zum Beispiel mit so einem Filtermischen-Effekt arbeitet. Man kann da noch weitaus mehr machen. Man kann da auch noch in dem Sinne, wenn ich den aufmache, man kann hier auch noch Keyframes setzen und so. Aber wie schon gesagt, da gibt es ein direktes Video schon dazu. Aber für den Anpassungsclip würde ich jetzt empfehlen, dass man das so macht, wenn man sich dann gewisse Einstellungen abspeichern möchte. Denn hier müsste ich dann jedes Mal erst die Farbkorrektur draufziehen und müsste sie dann wieder öffnen, müsste das auswählen und dann müsste ich hier im Rubberband noch arbeiten. Und das kann man sich dann theoretisch sparen, indem man einfach das in einem Filtermischen-Effekt ablegt. Und wie schon der Michael erzählt hat, dass jetzt neuerdings hier unten steht auch neu, so wie ich es jetzt benannt habe, und hinten steht der richtige Name von diesem Effekt. Und wenn man mehrere hat, das kann ich mal kurz zufällig mit erwähnen, wenn hier welche gefiltert sind, setze ich die rein, dann werden die hier aufgelistet mit 1 und 2, weil eben 2 Stück zusammengefasst sind. Ja, jetzt würde ich fast meinen, jetzt bin ich schon am Ende. Und jetzt darf ich an dich übergeben, lieber Thomas. Ich werde was Praktisches zeigen, wo, glaube ich, jeder von euch Nutzen draus hat. Genau, und ich sage, wir gehen auch mal direkt rein. Das, was ich jetzt mache, da geht es im Prinzip darum, wie man aus einem horizontalen, breiten Video ein Hochkantvideo macht. Das ist eine Sache, die immer mehr gefordert wird. Warum? Da gehe ich gleich drauf ein. Um es praxisnah zu machen, auch wir haben ziemlich viele YouTube-Videos gemacht, das ist so unser Hauptkanal. Viele von Ihnen werden die wahrscheinlich kennen. Wenn Sie auf die Filmpraxis-Webseite gehen, dann auf Service YouTube-Videos, dann kommen Sie direkt auf unsere Seite bei YouTube. Das sind schon fast 300 Videos, viele davon zu EDIOS, auch schon zu EDIOS 11 gibt es eine ganze Menge. Und ich will ein ganz spezielles Video bearbeiten. Das ist schon ein bisschen älter, aber ein sehr gutes Beispiel dafür. Und zwar haben wir von BenQ ein Produkt getestet. Das ist natürlich jetzt hier in horizontal gedreht worden. Und jetzt ist die Anforderung, dass man das Ganze auch noch hochkant macht. Warum ist das relevant? Sie werden selbst gemerkt haben, wenn Sie mit Ihrem Handy irgendwas gucken, jedes Social-Media-Format ist im Hochformat, sei es Instagram, sei es TikTok, selbst die Öffentlich-Rechtlichen, alles was so Nachrichten sind, es wird alles nur noch in Hochkant produziert. Die wenigsten von uns werden es zu schätzen wissen, aber es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. Es wird immer mehr kommen, dass man Videos hochkant produzieren muss. Und natürlich haben wir schon bereits viel vorproduziert, und zwar horizontal. Und ich nutze EDIOS 11 dafür, das auf relativ einfachem Weg hochkant zu machen, diese Videos. Wir produzieren auch ziemlich viele Buchtrailer. Da ist es zum Beispiel so, dass da auch sehr viel im Social-Media-Bereich präsentiert wird, aber so Platzhirsche wie Amazon zum Beispiel, da müssen die Trailer weiterhin immer horizontal sein. Also da gibt es einfach Vorgaben von ganz vielen Plattformen. Auch YouTube Shorts muss hochkant sein, also man kommt nicht so richtig drum rum.
Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht Ihr Thema ist oder noch nicht Ihr Thema ist, kann ich versprechen, dass Sie jetzt in den nächsten Minuten einiges mitnehmen werden, weil ich zeige ein bisschen, was einfach mit Edios machbar ist. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ein Filmfreund von Ihnen ankommt und sagt, kannst du mir mal ein Hochkant-Video machen, oder Ihr Enkel bringt was Gedrehtes mit dem Smartphone. Dann ist es vielleicht schon hochkant und Sie ein bisschen den umgekehrten Weg machen, nämlich das Ganze aufs Breitbild bringen. Also die Methoden sind im Prinzip die gleichen. Um es konkret zu machen, ich habe jetzt hier nur das Intro von diesem Video mal als Projekt hier reingeladen. Ich spiele es mal ganz kurz ab. Wer die Filmpraxis kennt, weiß, dass wir Videoschnittprodukte vertreiben, aber auch selbst Filmemacher sind und Filme produzieren. Soll ein revolutionäres Beleuchtungssystem sein, und ob das stimmt, das möchte ich Ihnen in diesem Video einmal etwas näher bringen. Ich habe also dieses Produkt. Also was haben wir hier? Ein ganz klassisch aufgebautes kurzes Videostück. Ich habe eine Moderation, da bin ich zu sehen. Ich spreche direkt in die Kamera. Ich habe mehrere Insertschnitte, also mit der zweiten Kamera gedreht bzw. dann reingeschnitten. Und ich habe Titel. Und das muss ich alles natürlich anpassen, weil es jetzt, wenn ich es einfach umstellen würde, natürlich nicht mehr passt. Dann kommt noch dazu, dass schon bestimmte Effekte drauf sind. Also hier bei der Moderation ist zum Beispiel mit dem Layouter schon in das Bild hineingezoomt worden. Das sieht man hier, die Ränder sind nicht ganz sauber, so ist es sauber. Also auch das muss ich beachten. Jetzt ist die erste große Frage, was muss ich denn einstellen, um das Ganze hochkant zu machen? Das geht in Edios super einfach. Wenn ich ein neues Projekt mache, kann ich sogar direkt eine Vorlage über soziale Medien anlegen. Jetzt habe ich ja schon ein Projekt, das ich umstellen möchte. Ich habe mir eine Vorlage gemacht, ich könnte das hier direkt umstellen, dann wäre das nur ein Klick. Damit Sie verstehen, was passiert, mache ich das mal manuell. Also ich habe hier meine Vorlage, ich gehe auf aktuelle Einstellungen ändern. Dann gehe ich auf Erweitern, ich habe hier die Bildgröße, ganz klassisch Full HD in 16:9. Das muss ich nur umkehren, also ich muss quasi nur die beiden Werte vertauschen. Deswegen gehe ich hier unten auf Benutzer definiert und gebe jetzt hier ein 1080 und hier 1920. Dann meckert Edios hier gleich, dass das der falsche Codec ist, ja, weil damit kann ich nicht so spezielle Formate machen, ist aber kein Problem. Ich stelle das einfach hier um auf den HQX Standard Codec. Beim Seitenverhältnis muss ich darauf achten, dass ich nicht mehr auf 16:9 stehe, sondern auf 1:1 gehe. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt bekomme ich hier, und Sie sehen hier diesen blauen Rahmen, also das ist jetzt mein 9:16 Format statt 16:9 horizontal. Mein Video ist natürlich weiterhin im Breitbild vorhanden. Und wenn ich hier mal durchgehe, dann sehe ich schon gleich, aha, da scheint es verschiedene Auflösungen zu geben. Das liegt daran, dass ich hier in 4K gedreht habe. Die Aufnahmen von der Insertkamera, das sind aber nur Full HD Aufnahmen. So, und das muss ich jetzt alles anpassen, weil sonst hätte ich oben und unten natürlich die schwarzen Rahmen und das möchte ich natürlich vermeiden. Wie mache ich das? Das mache ich über den Layouter. Ich nehme jetzt einfach mal den ersten Clip hier, gehe in den Layouter rein. Und jetzt brauche ich im Prinzip hier nur das Ganze einmal hochzuziehen. Und schon hätte ich mein Bild hier angepasst, das Ergebnis sehe ich hier sofort. Das Problem über diese Methode ist natürlich, dass ich das nur für diesen ersten Clip habe. Und ich möchte es natürlich für alle Clips haben. Das wäre jetzt hier in meinem Fall, wäre das relativ einfach, weil ich nur 3 oder 4 Moderationsclips habe, aber das könnten ja auch hunderte von Clips sein. Und da gibt es die ganz einfache Möglichkeit, das haben wir vorhin schon mal gesehen, über den Anpassungsclip. Das ist eine Sache, die gibt es nur in Edios 11. Ich mache mir also erstmal eine neue Spur. Das Benennen verzichte ich jetzt mal, mit ein bisschen vorwärts kommen. Und jetzt wähle ich hier über Neuer Clip den Anpassungsclip. Jetzt habe ich hier einen Clip drüber liegen, dem ich einen Effekt zuweisen kann. Das heißt, ich nehme jetzt die Veränderung über den Layouter nicht hier unten vor, sondern hier oben direkt auf dem Anpassungsclip. Jetzt mache ich genau das Gleiche. Ich vergrößere hier die Aufnahme. Groß, 284. So, und klicke auf OK. Jetzt habe ich hier die Anpassung gemacht, allerdings auch erst nur für den ersten Clip. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, diesen Anpassungsclip einfach über die ganze Länge meines Films zu verlängern. Und schon sehe ich, dass jetzt alle Clips hier angepasst worden sind in mein 9:16 Hochkantformat. Und das ist ja erstmal das, was ich haben wollte. Jetzt gucke ich mir im nächsten Schritt an, wie sieht das denn aus jetzt mit den Texten. Da sehe ich schon, aha, der Text ist nicht mehr drauf. Auch die Insert-Schnitte sind nicht mehr ganz ordentlich. Das könnte ich natürlich jetzt alles einzeln anpassen. Es macht aber Sinn, sich erstmal Gedanken zu machen, ob dieser Anpassungsclip überhaupt auf der richtigen Spur liegt.
beziehungsweise ob die Spur in der richtigen Position ist. So, und ich kann die jetzt einfach verschieben. Ich nehme jetzt einfach die komplette Spur, ziehe sie hier runter. Jetzt ist mein Text schon ganz anders. Ja, ist natürlich jetzt sehr klein, aber er ist in der Position schon mal besser. Passt mir aber auch noch nicht ganz. Bei dem Insertschnitt passt auch noch nicht so ganz. Die möchte ich im Original haben, also ziehe ich den jetzt noch weiter runter. Jetzt habe ich den Anpassungsclip direkt über meiner Moderation liegen. Das heißt, das, was ich hier angewählt habe, nämlich den Layouter, das gilt jetzt hier nur für die Clips, die unten drunter liegen, nicht für die Texte, nicht für die Insertschnitte. Und die kann ich jetzt weiterhin anpassen. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Ich fange mal mit dem letzten an. Auch hier gehe ich einfach in den Layouter rein. Das ist eine stehende Aufnahme. Kann ich mir vollkommen frei verschieben. Das müsste schon passen. Ich spiele es mal kurz ab. Ja, die Hand ist zu sehen. Also das passt. Jetzt kann ich ganz faul einfach sagen, okay, ich habe den Clip angepasst. Die anderen sind ja mit der gleichen Kamera gedreht worden. Also kopiere ich mir das einfach rüber. Dazu markiere ich mir die beiden Clips. Der hier ist noch aktiv. Jetzt ziehe ich einfach den Layouter hier drauf. Und schon habe ich quasi alles von dem dritten Clip auf den zweiten, auf den ersten Clip kopiert. Das sehe ich hier auch. Ich habe hier den Schwenk von links nach rechts. Ich habe hier das Bild. Natürlich könnte ich es jetzt noch ein bisschen weiter anpassen. Ich gehe einfach in den Layouter rein, kann es vergrößern, kann es verschieben, so dass es jetzt einfach vom bildwichtigen Inhalt besser zu sehen ist. Das passt alles. Bei dem ersten Clip hier ist es so, da ist ein Schwenk, der ging im Original natürlich von viel weiter links nach viel weiter rechts. So, das habe ich jetzt so ein bisschen verloren, indem ich in das Bild hineingezoomt habe. Aber auch das ist ja kein Problem. Das kann ich über den Layouter ganz einfach anpassen. Ich gehe hier rein. Jetzt aktiviere ich die Keyframes. Das ist eine Sache, die gibt es schon sehr lange. Das hat jetzt auch nichts mit EOS 11 zu tun. Und jetzt sage ich einfach, okay, mein Startbild ist viel weiter links. Also ich verschiebe quasi hier das Bild auf die linke Seite. Jetzt gehe ich ans Ende und verschiebe das Bild nach rechts. Das heißt, ich mache einen nachträglichen Schwenk. Der geht jetzt schneller als im Original, aber ich sehe jetzt hier im Ergebnis den kompletten Schnittplatz. Ja. Und so kann ich mich jetzt Stück für Stück vorarbeiten. Jetzt könnte man vermuten, dass der nächste Schritt die Anpassung des Textes wäre. So ist es aber nicht, denn bei Social Media ist es ganz oft so, dass man mit Untertiteln arbeitet, weil, Sie kennen es vielleicht selbst, wenn Sie einen Instagram-Kanal angucken oder vielleicht auch TikTok oder was auch immer, dann ist der Ton meistens erstmal deaktiviert, wenn man da durchscrollt. Und damit man eben Aufmerksamkeit bekommt, sollte man Untertitel haben. Das ist natürlich auch zusätzlich gut, wenn man Leute hat, die hörgeschädigt sind oder taub sind oder auch man möchte es in eine andere Sprache übersetzen. Also man sollte immer mit Untertiteln arbeiten, wenn man auf Social Media etwas veröffentlicht. Wir haben schon gesehen, wie einfach das geht mit EOS 11 und dem Buttsurfer. Ich habe mir das schon eingerichtet, die Funktion. Ja, ich bräuchte also im Prinzip hier nur die rechte Maustaste zu drücken und würde direkt auf der Timeline sagen, Sprache zu Text, also Speech to Text auf Deutsch. Das habe ich mir so angelegt, weil ich spreche ja da in dem Fall nur Deutsch. Das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, wenn ich das so mache, mache ich das nur für den einen Clip. Ich möchte es aber natürlich hier für alle Clips haben. Und das würde auch einzeln ganz schnell gehen. Und natürlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich das für die gesamte Länge machen könnte. Zum Beispiel erst exportieren und dann, ja, ich zeige Ihnen einen Weg, den ich immer mache, oder der sehr einfach ist. Ich erzeuge mir hier einfach eine neue Sequenz. Die ist komplett leer. Und jetzt ziehe ich mir die Sequenz einfach hier rein. Also ich habe jetzt hier den kompletten Film drin liegen. Wie der aussieht, ist vollkommen egal. Mir geht es nur um den Ton. Und jetzt drücke ich die rechte Maustaste und sage Speech to Text. Und dadurch, dass jetzt eine Sequenz benutzt wird, Moment, ja, da muss ich wieder speichern. Das mache ich. Dadurch, dass jetzt eine Sequenz benutzt wird, werden alle Clips, die da enthalten sind, eben jetzt gewandelt. Das passiert jetzt hier oben, kann ich verfolgen, was da genau passiert. Das geht relativ schnell. So, jetzt kam der Pieps. Es ist erzeugt worden. Und jetzt kann ich wieder zurückgehen in meine ursprüngliche Sequenz. Jetzt mache ich mir hier eine neue Spur auf. Und jetzt lege ich hier einfach den Untertitel hier drauf.
Und jetzt sehe ich schon, okay, das hat alles wunderbar funktioniert, ist auch die komplette Länge. Allerdings ist natürlich jetzt auch hier das Problem, dass die Schrift viel zu groß ist. Und jetzt könnte ich natürlich das sofort anpassen. Der erste Schritt, den ich aber mache, ist erstmal zu gucken, ob die Texte richtig sind. Ich habe einfach einen Doppelklick drauf gemacht, dadurch öffnet sich der Wiz-Title 3 Express, der ja Bestandteil von Edius 11 ist, wirklich ein sehr mächtiges Titelprogramm. Der hat die Texte jetzt automatisch hier angezeigt und ich bin ziemlich beeindruckt, wie genau das ist. Also ich habe keine Fehler gefunden, auch so Namen wie BenQ, Screenbar, Filmpraxis, also keine normalen Namen, sage ich mal, hat er hier vollkommen korrekt übersetzt. Also das ist alles okay. Ich könnte ihn auch noch verändern. Wenn ich da Texte verändern möchte, möchte ich jetzt aber nicht. Und nachdem ich jetzt den Text auf Richtigkeit kontrolliert habe, muss ich jetzt im nächsten Schritt natürlich jetzt hier die Anpassung machen, dass es gut aussieht. Und da muss man noch eine Sache beachten. Ich muss nämlich darüber nachdenken, was mein Zielmedium ist. Gehe ich auf Instagram, gehe ich auf YouTube, weil Sie kennen das selbst wahrscheinlich, wenn Sie auf dem Handy mal was angucken. Da sind immer bestimmte Elemente oben drüber. Auch wenn Sie ARD, Tagesschau oder sowas gucken, da sind immer Elemente eingeblendet. Und das muss man beachten. Hier ein Beispiel, ich habe hier einen Screenshot gemacht. Ich mache es mal groß. Das ist quasi jetzt aus unserem Filmpraxis-Kanal bei Instagram. Und dann sehen Sie schon, hier gibt es immer Symbole, wer hat geliked, gibt es Kommentare, es werden Informationen angemacht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt einfach den Text hier drüber blenden würde, dann würde der komplett über diesen Elementen liegen. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Deshalb mache ich mir eine temporäre Spur wieder auf, also temporär, weil die lösche ich nachher wieder. Und jetzt lege ich hier eine Vorlage, die ich mir gebaut habe, einfach drüber. Das ist im Prinzip jetzt der bildwichtige Bereich, den ich bespielen darf, oder beziehungsweise der blaue Bereich ist der, den ich nicht bespielen sollte, weil es könnte sein, dass da Elemente drüber liegen. Heißt im Umkehrschluss, ich muss den Untertitel versuchen, hier oben reinzubekommen. Das geht relativ einfach. Ich gehe wieder hier in die Titelgestaltung rein, des Wiz-Titles. Jetzt muss ich den Text hier verkleinern. Ich probiere das mal mit dem Wert 24. Text ist kleiner. Und jetzt schiebe ich mir den einfach nach oben, so dass er hier oben drin ist. Und jetzt übernehme ich einfach diese Vorlage mit diesem Symbol. Und jetzt wird er auf alle meine Titel, die hier drin sind, angewandt. Und das war es im Prinzip schon. Jetzt sehe ich, dass der Titel hier wunderbar in dem sicheren Bereich drin liegt. Passt also alles. Jetzt könnte ich die Vorlage schon ausmachen. Ich lasse sie noch mal kurz an, denn ich muss hier diese Titel noch anpassen. Auch das geht über den Layouter am besten. Ich mache es ein bisschen größer und schiebe den Text jetzt einfach hier mal an die Stelle und kopiere auch hier einfach den Inhalt des Layouters auf meinen zweiten Text. Da muss ich den nicht neu einstellen und auch das passt jetzt hier mit der Screenbar. Jetzt würde ich im nächsten Schritt dann diese transparente Vorlage einfach ausschalten, weil die brauche ich ja dann nicht mehr. So. So, und im Prinzip habe ich jetzt damit alles schon angepasst, was ich anpassen wollte. Ich habe aus meinem horizontalen Video ein Hochkant-Video gemacht und könnte jetzt im nächsten Schritt das Ganze ausspielen. Auch dafür habe ich mir eine Vorlage gemacht. Ich gehe also direkt hier auf Exportieren, in Datei ausgeben und dann würde ich es zum Beispiel H264 ausgeben. Damit wäre das Projekt erstmal abgeschlossen. Ich habe noch 3 Tipps zum Ende. Das Problem bei Edius kann sein, dass diese Dateien, die ausgegeben werden, relativ groß sind. Und wenn Sie gerade über das Handy was hochladen wollen und Sie haben vielleicht nicht unbegrenzten Datendurchsatz, dann macht es durchaus Sinn, die Dateien kleiner zu machen. Edius ist so vom Kern her so programmiert, dass die Qualität, die rauskommt, eigentlich immer super ist. Es gibt aber relativ große Dateien und ich komme auch nicht auf einen bestimmten kleineren Wert. Ja, wir hatten auch öfters die Anfrage bekommen, kann ich einen Clip per E-Mail verschicken und so. Ja, geht schon, muss ich aber wirklich sehr, sehr klein machen. Und wahrscheinlich kennen Sie Handbrake. Handbrake ist ein kostenloses Programm. Das zeige ich jetzt nicht. Da haben wir auch ein YouTube-Video bei uns drin. Können Sie in der Suche einfach Handbrake eingeben. Da zeige ich, wie man Dateien verkleinert. Und das kann ich jetzt in Edius 11 direkt machen über den BAT-Server. Das heißt, ich würde quasi die Datei, die ich ausgegeben habe, würde ich quasi dann mit einem Ausklick an Handbrake übertragen und dann würde das mit einer Vorlage einfach schon mal direkt dann verkleinert werden und dann würde ich diese Datei hochladen, zum Beispiel bei Instagram, bei YouTube Shorts oder eben, wo ich das Ganze brauche. Damit wäre ich durch. Ich nehme mir jetzt noch eine Minute, um 2 Sachen zu zeigen, die ich sehr hilfreich finde.
Zum einen geht es nochmal ums Motion Tracking mit einem Beispiel und eine Sache, die ich immer wieder erwähne, die aber viel zu wenig verwendet wird. Und zwar der zweite Layouter. Ich nenne es immer der zweite Layouter. Sie haben jetzt hier gesehen, dass ich bei diesem Insert-Schnitt, das ein Schwenk ist, von links nach rechts, ich mache gerade mal den Ton hier aus, dass der von links nach rechts geht. Und wenn ich jetzt in das Bild noch weiter hineinzoomen möchte, dann könnte ich das natürlich über den Layouter machen. Das Problem ist aber, dass ich hier natürlich schon Keyframes gesetzt habe. Das sind jetzt hier nur am Anfang und am Ende Keyframes, aber es könnten ja auch deutlich mehr sein. Und wenn ich dann Anpassungen mache, muss ich höllisch aufpassen, was ich hier vorne anhabe, was ich aushabe, damit ich nicht diese Keyframes nochmal verändere. Und da gibt es eine viel einfachere Methode. Und zwar nehme ich einfach den zweiten Layouter, weil den normalen Layouter, den kann man nur einmal verwenden. Der zweite Layouter heißt nicht Layouter, sondern der heißt Umwandeln. Den finden Sie unter Videofilter. Den gibt es auch in älteren EDIOS-Versionen, hat auch nichts mit EDIOS 11 zu tun. So, und den ziehe ich mir jetzt einfach hier drauf. Das heißt, ich habe hier den Layouter liegen und ich habe Umwandeln liegen. Und wenn ich Umwandeln öffne, dann sieht das genauso aus wie der Layouter. Deswegen sage ich, es ist der zweite Layouter. Und hier kann ich jetzt einfach, unabhängig von den Keyframes, in das Bild hineinzoomen. Das heißt, das Bild hier, ich mache den Umwandeln nochmal aus, das ist das Original, Umwandeln ist dazugekommen, ich habe in das Bild hineingezoomt, aber der Schwenk ist weiterhin vorhanden, weil mein Layouter ja drauf liegt. Und damit kann ich wirklich sehr, sehr einfach Anpassungen machen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auch diese Texte verändern möchte in der Position, würde ich wieder Umwandeln nehmen, ich würde nicht in den Layouter gehen. Und dieses Umwandeln kann ich auch beliebig oft drauflegen. Das heißt, ich kann einen Layouter auf einen Layouter auf einen Layouter legen. Ich habe jetzt ziemlich viel mit dem Layouter gemacht und ich benutze ihn jetzt zum Schluss noch ein letztes Mal. Ich kann Ihnen nur empfehlen, es gibt einen EDIOS Praxiskurs Nummer 7, da geht es um den Layouter, da wird das alles Stück für Stück beigebracht. Wenn Sie den haben, herzlichen Glückwunsch, gucken Sie nochmal rein und vergisst da ziemlich viel. Das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, was ich sehr, sehr häufig verwende. Und jetzt abschließend verwende ich ihn auch nochmal, um eine Sache zu zeigen, die wieder mit dem Hochkant-Video zu tun hat. Ich habe hier ein Beispiel, hier steht ein Herr auf der Bühne, der redet und die Kamera schwenkt. Das heißt, wenn ich hier reinzoome, dann wird er nicht im Mittelpunkt bleiben. Ich mache das mal. Also, wenn ich jetzt hier einfach reinzoome in das Bild und mir das angucke, dann verschwindet der Herr nach links. Also er bleibt nicht im Mittelpunkt. Und dafür gibt es eine ganz einfache Funktion hier in EDIOS, das Tracking, der automatische Tracker, mit der sogenannten Ankerfunktion. Ich wähle hier den Ankermodus an. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich tracke jetzt das Gesicht von dem Mann. Das hier anmachen. Und lass einfach mal durchlaufen. Und EDIOS analysiert jetzt vollkommen automatisch die Position von dem Mann. Und lässt ihn im Mittelpunkt. Also er verankert ihn quasi. Mal gucken. So, hier muss ich nochmal rein und den Layouter nochmal hochziehen. So, wenn wir uns das jetzt angucken, ich lasse es mal offen, achten Sie mal oben auf das Bild. Der Mann steht jetzt ganz felsenfest im Mittelpunkt, weil EDIOS das Ganze für mich getrackt hat. Und so kann ich sehr schnell Elemente im Bildmittelpunkt behalten, insbesondere dann, wenn ich hier so ein Hochkant-Video machen möchte. Das kann aber auch interessant sein, wenn Sie horizontale Videos haben und zum Beispiel ein fahrendes Auto immer im Mittelpunkt haben wollen oder eine Person oder was auch immer. Das ist wirklich eine tolle Funktion, die viel zu wenig verwendet wird. Ja, ich bin ein bisschen durchgerast, aber das Ganze wird ja aufgezeichnet. Da können Sie sich das alles nochmal in Ruhe angucken. Und damit bin ich durch und übergebe wieder an Michael. Ja, vielen, vielen Dank, Thomas. Bitte. Das ist sehr eindrucksvoll und ich kann das nur bestätigen. Also den Umwandeln-Filter auf den Layouter zu legen, ist grandios, weil wenn man Anpassungen im Layouter machen will, wo man schon Anpassungen gemacht hat, das ist fürchterlich. Und mit dem Umwandeln-Filter ist es ganz schnell erledigt. Ja, ich bedanke mich bei allen Zuschauern für die Teilnahme, auch für die Fragen und das Feedback. Bin sehr dankbar dafür, dass sehr viele bis zuletzt dabei geblieben sind. Das spricht dann auch dafür, dass wir nicht nur Unsinn erzählt haben, sondern dass es auch interessant war und es war sicherlich auch vielschichtig. Wir werden das in Zukunft häufiger machen, das verspreche ich hiermit.
Ich glaube, dass wir auch mit den Referenten die richtigen gefunden haben. Ganz herzliches Dank nochmal an Thomas, ganz herzlichen Dank an Robert Lischka, der jetzt schon los musste. Ganz herzlichen Dank an Michael Schleider. Ja, mit diesem großen Dankeschön an alle Beteiligten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem weiterhin ein gutes Händchen an der Maus beim Arbeiten mit Edius. Alles Gute und bleiben Sie uns treu. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.